Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird, ist, was sollte man im Cash Shop für F-Coin kaufen? Und eine häufige Antwort ist, den Battle Pass bzw. den Monats Extended Pass. Und heute gucken wir uns an, warum das so ist und wie sehr sich der Battle Pass lohnt, beziehungsweise wie viel man von dem Battle Pass eigentlich bekommt. Und zuallererst wollen wir uns mal die grundsätzlichen Sachen, auch grundsätzliche Vorteile und Belohnungen einfach mal angucken. Also es ist so, den Pass gibt es in den zwei Varianten. Einmal oben die Free-Variante, die jedem offen steht. Hierbei gibt es aber einen wichtigen Hinweis noch, den ich gleich noch sagen werde. Und die untere Variante ist eben zusätzliche Belohnungen, die mit dem Extended Battle Pass verfügbar sind. Also das untere kann man nur bekommen, wenn man den Battle Pass kauft. Das obere kann jeder bekommen for free. Aber hier oben ist auch der Hinweis dazu, zu dem, was ich jetzt sagen will, ist, einige Belohnungen werden nach Erreichen von Level 80 verbessert. Das bezieht sich allerdings nicht auf die gekaufte Variante. Die gekaufte Variante ist immer gleich, sondern nur die obere Variante. Also die obere Variante unterscheidet sich vor allem in den Punkten Protects. Ja? Also hier gibt es zum Beispiel 2 G-Product und 4 A-Product und insgesamt sind die Belohnungen einfach ein kleines bisschen schlechter, was es halt im Low Pass dann eben nicht gibt oder eben in einer etwas schlechteren Variante. Also ist es nicht gigantisch, aber macht schon auf jeden Fall einen Unterschied. Also grundsätzlich ist es so, man will eigentlich Level 80 sein. Unter Level 80 holt man sich die Battle Pass Belohnungen eigentlich nur dann ab, wenn man weiß, in diesem Monat schafft man nicht Level 80 und man will die Belohnungen natürlich trotzdem dann haben, auch wenn sie ein bisschen schlechter sind. Das hat jetzt aber mit dem Pay Pass quasi nichts zu tun, mit dem Extended Battle Pass. Hier sind die Belohnungen grundsätzlich gleich. Das Einzige, was halt ist, worauf ich jetzt nicht so sehr Bezug nehmen kann, ist, dass die Belohnungen von dem Battle Pass tatsächlich ab und zu geändert werden. Also es gibt ab und zu hier einfach mal andere Belohnungen, es gibt manchmal zusätzliche Belohnungen, aktuell zum Beispiel die 7% Card Select Box. Ja. All solche Sachen kann man jetzt nicht wirklich mit einbeziehen, also ich beziehe mich hauptsächlich auf die Basisbelohnungen, weil das halt nicht jeden Monat gleich ist. Also mal gibt es hier ein CS-Pad, aktuell die 7% Card Select Box, was ultra heftig ist, by the way. Genau, also das kann man schwer ausdrücken in einem gewissen Wert, weil sich es einfach zu oft ändert. Und es gibt aber noch weitere Vorteile. Zu den weiteren Vorteilen zählen diese hier, die also nicht in F-Coin ausgedrückt werden können. Und zwar, wenn man den Extended Battle Pass kauft, also das ist einfach ein Screenshot aus dem Cash Shop für 1000 F-Coin, wie gesagt, dann bekommt ihr erstens natürlich mehr Battle Pass Rewards, das gucken wir uns gleich an, wie viel F-Coin das sind. Außerdem bekommt ihr Common Bank für die gesamte Laufzeit des Battle Passes, also bis zum Ende des Monats ist momentan das aktuelle System. Also ein Battle Pass oder eine Battle Pass Season, steht ja auch da Extended Mai Pass, also das ist jetzt der Battle Pass für den Monat Mai, hält den ganzen Mai. Wenn der Juni anbricht, läuft der ab, dann ist vorbei, dann muss man den 5. Juni kaufen. Aber solange der Monat Mai läuft und ihr den Battle Pass habt, habt ihr permanent Common Bank. Common Bank heißt Zugriff auf alle Banklager von allen Accounts von allen Charaktern auf dem gleichen Account. Außerdem hält euer Vendor-Shop, der in der Regel irgendwas zwischen 2 und 5 Stunden normalerweise ungefähr ist, hält 2 Tage. Ist ja auch etwas, was man im Cash-Shop kaufen muss tatsächlich. Wobei der natürlich 3 Tage hält, der direkte Vendor-Shop, den man im Cash-Shop kaufen kann. Hier sind es nur 2 Tage in Anführungszeichen. Aber ich persönlich finde 2 Tage schon ziemlich viel. Also ich finde jetzt nicht, dass 2 Tage wenig ist. Oder so viel weniger als 3. Ist schon gut. Dann haben wir noch Unlimited Acceleration Fuel. Was das ist, das bedeutet einfach schneller fliegen im Endeffekt. Unlimited XP Lock. Das bedeutet, ihr könnt in euren Einstellungen aktivieren, dass ihr keine XP bekommen wollt. Zum Beispiel für Level Service ist das ganz gut. Oder wenn man Dungeons farmt mit einem Low-Level-Char und der soll nicht über ein gewisses Level kommen oder so. Lauter solche Sachen. Außerdem Dungeon, Map and Navigator. Das bedeutet einfach so viel, dass ihr im Dungeon auf die volle Karte Zugriff habt. Eine Fackel ist das mehr oder weniger. Und außerdem habt ihr noch schnellere Save-Upgrades. Das werdet beim NPC, bei den Schmieden, irgendwas upgrade, sagen wir zum Beispiel Schmuck oder so, und ihr habt hunderte Products, dann gehen die zack, 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 mit der gefühlt doppelten, wenn nicht sogar dreifachen Geschwindigkeit durch. Also es ist richtig, richtig, richtig schnell, wie man da upgradet. Und das ist halt vor allem für Leute, die halt viel upgraden, auch eine Zeitersparnis einfach und ist auch nicht schlecht. Außerdem noch einen weiteren Free Dungeon Entrance pro Tag. Es ist so, pro Tag könnt ihr zweimal, in Anführungszeichen, gratis in den Dungeon reingehen, sofern ihr keine Flüche aktiviert, keine Curses. Und mit dem Battle Pass könnt ihr insgesamt 3-mal pro Tag, also pro Reset, gratis, abgesehen von Curses, in einen Dungeon gehen. Und diese ganzen Vorteile, also allein das, was ich euch gerade gesagt habe, ist einfach mit inbegriffen, wenn ihr den Battle Pass kauft. Das hat noch nichts mit den Belohnungen zu tun,
und mit dem Wert der F-Coin, der Wert der Belohnung in F-Coin, was wir uns jetzt angucken. Und zwar habe ich mir jetzt, wie gesagt, einfach kurz die Mühe gemacht, also was heißt Mühe, es ging extrem schnell tatsächlich, und habe einfach mal rausgeschrieben, was die ganzen Sachen kosten würden, wenn man sie für F-Coin kauft. Jetzt muss man ja natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben uns dann, also ich habe jetzt nicht jede einzelne Belohnung laut vorgelesen, aber ja, wir haben uns den Battle Pass gerade angeguckt, beziehungsweise ihr kennt ja wahrscheinlich den Battle Pass. Da sind Sachen drin wie Refresher Hold, Additional Attendance Ticket, Potions, Flasks. 2 Sachen haben übrigens keinen Wert, Tag 18 und Tag 28, oder besser gesagt Level 18 und Level 28 natürlich. Das sind Power Dice 10 und 12, die haben logischerweise keinen F-Coin-Wert. In der Regel sind sie ein paar Millionen Penya-Wert, also jetzt nicht weltbewegend. Kommt halt natürlich auch auf den Server an, auf dem man spielt. Kann man jetzt hier schwer mit einbeziehen. Die könnte man noch extra aufführen vielleicht. Was eben auch nicht aufgelistet ist, ist die Lightning Card 7%, wobei die gibt's, 7% Select Card Box. Die ist halt auch nicht jeden Monat im Battle Pass. Deswegen diese Sachen jetzt mal außen vor gelassen. Das sind die Extras, die sich auch ändern, wie gesagt, meistens. Auch an den normalen Belohnungen kann sich durchaus was ändern, aber die sind ungefähr, würde ich schätzen, immer roundabout the same. Also ich denke mal, die haben da schon einen festen Wert, den sie ungefähr anpeilen. Und genau, habe das einfach mal ausgeschrieben. Man sieht schon, in der Regel bewegt sich das Ganze zwischen 100 und 400 F-Coin normalerweise. Nur die letzten beiden Tage stechen wirklich heraus. Das ist auch normal bei den meisten Battle Passen von vielen Videospielen so, dass man da am Ende die Abschlussbelohnung bekommt und die dann meistens deutlich besser ist. Also das soll halt anspornen, dass man auch wirklich den Battle Pass bis zum Maximallevel durchzieht. Und hier in Flyf ist es eben auch so. Am Ende bekommt man 1000 F-Coin, wobei das jetzt auch ein bisschen hoch, also es sind eigentlich 800 bis 1000, weil es sind 10 Smating Scroll Select Boxen. Das können entweder 10 G-Product sein, 20 A-Product, 10 E-Product, 10 S-Product oder eine Mischung davon. Warum ich also trotzdem 1000 genommen habe, ist, weil alle diese Scrolls, wenn man sie 10 mal oder wenn man alle Scrolls davon nehmen würde, 1000 ergeben, außer die S-Product. Die S-Product würde nur 800 ergeben. Das heißt, jemand, der auf den Maximalwert aus ist, würde sich halt keine S-Product holen und dann sind es 1000. Aber gut, diese 200 F-Coin kann man jetzt auch mal noch ausrechnen, theoretisch. Und es würde nicht viel am Ergebnis ändern. Also wie gesagt, alles so roundabout, Power-Up-mäßig zwischen 100 und 400 und das Ergebnis ist 6780 F-Coin. Das heißt, das, was wir uns vorher angeguckt haben, diese zusätzlichen Boni, wie zum Beispiel schnelleres Upgraden und 2 Tage Vendor, das sind die Goodies. Also das hast du sowieso, selbst wenn du den Battle Pass nicht ein Level hochlevelst. Und dann bekommst du Items, wenn du sie so im Cash Shop kaufen würdest, im Wert von 6780 F-Coin und du zahlst nur 1000 F-Coin dafür. Natürlich ist das jetzt an 2 Bedingungen geknüpft, beziehungsweise 2 Sachen, die man jetzt vielleicht als eher ein bisschen negativ interpretieren könnte. Natürlich bekommst du jetzt nicht einfach 7000 F-Coin, du musst ja logischerweise erst Battle Pass Level 30 erreichen. Wobei ich da sagen muss, ganz ehrlich, Battle Pass Level 30 ist meistens extrem einfach. Also für jeden, der aktiv spielt, nicht mal unbedingt täglich, wirklich einfach nur aktiv, vor allem die wöchentlichen und saisonalen Belohnungen geben schon sehr viel XP und da muss man halt einfach, naja, ein paar Tage die Woche sollte man halt schon spielen, sonst wird es natürlich schwierig. Aber grundsätzlich für jeden, der aktiv spielt, vor allem täglich, ist das ein Klacks. Also es ist wirklich sehr einfach, muss man wirklich sagen. Es gab zugegebenermaßen schon Monate, wo es mal ein kleines bisschen schwieriger war, aber normalerweise ist Battle Pass Level 30 echt nicht schwierig und diese Belohnungen sind es definitiv wert, zusätzlich zu den anderen Vorteilen. Der andere Fakt ist natürlich, alle Belohnungen sind natürlich seelengebunden. Wenn ich jetzt natürlich 7000 F-Coin für diese ganzen Items ausgebe, dann sind die ungebunden, ich könnte sie mal anderen Charaktern geben, ich könnte sie an andere Spieler verkaufen. Das ist natürlich auch klar, ich kann diese Belohnungen hier nicht auf anderen Charaktern von mir, nicht mal auf dem gleichen Account benutzen und ich kann sie natürlich auch nicht verkaufen. Ist ganz klar, also wir haben hier natürlich den seelengebundenen Nachteil und man braucht vielleicht auch nicht jedes Item, also grundsätzlich ist halt so, sowas wie Scroll of Return oder so, braucht jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder, beziehungsweise will man jetzt nicht unbedingt haben und würde man sich wahrscheinlich niemals für F-Coin kaufen, aber diese Items haben ja trotzdem irgendwo einen Nutzen, die meisten werden sie jetzt zumindest nicht wegschmeißen oder nicht immer und für irgendwas verwenden können und das hat ja auch irgendwo einen Wert. Also das heißt, selbst wenn man diesen Wert hier halbieren würde, ja, oder selbst durch 3 teilen würde, weil man sagt, man braucht ein Drittel der Belohnungen einfach nicht,
was ich jetzt für eher unwahrscheinlich halte, weil die Belohnungen sind schon größtenteils ziemlich gut, muss man sagen. Selbst dann wäre man noch bei weit mehr als 1000 F-Coin und hat ja wie gesagt noch die ganzen anderen Belohnungen, die ja auch irgendwo einen Wert haben, der halt aber auch wieder schwierig in F-Coin auszudrücken ist. Meistens sind es halt CS-Sets oder zusätzliche Power Dice oder so. Aktuell ist es eine 7% Cards Deckbox, was extrem gut ist. Aber wenn ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt sehen werdet, wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und dann ist es halt irgendwas anderes. Also können wir im Fazit sagen, der Battle Pass, oder wie sehr lohnt sich der Battle Pass? Ich würde sagen, extrem. Also der Battle Pass ist wahrscheinlich wirklich das Klügste, was man im Cash-Up kaufen kann. Mit ein paar Bedingungen oder an ein paar Bedingungen geknüpft, die vielleicht jetzt nicht unbedingt extrem positiv sind. Aber letztendlich muss man das selber wissen, schafft man den Monat Level 30 oder wie gewollt ist man hier zu spielen, wie aktiv spielt man und so weiter. Das muss man natürlich selber einschätzen können. Also so viel muss man dem Spieler abverlangen können, dass er selber entscheiden kann, okay, kann ich überhaupt Level 30 erreichen? Kann ich diese Belohnungen überhaupt bekommen? Kann ich alle Vorteile nutzen? Das muss jeder natürlich selbst entscheiden und selbst wissen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ihr F-Coin ausgeben wollt und wenn ihr etwas sucht, was sich auf jeden Fall lohnt, dann ist es in der Regel der Battle Pass. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.